andere Vancouver. Eine Riesenstadt. Ich fahre jetzt schon 12 Kilometer durch die Stadt und es hört nicht auf. So, der erste Freibad wird überquert. Wie immer auf Wahnsinns-Highway-Straßen. So, und jetzt? Was machen wir jetzt? Ich glaube, hier müssen wir umdrehen. Da ist die Riesenbrücke über den Freiser, über diesen Fluss. Und der linke Sidewalk, wo mich Komoot geführt hat, ist zu. Aber der Weg hier ist offen. Sehr eng alles, wenn man da Gegenverkehr hat. Da müssen wir uns halt dann durchdrücken. Ein Blick zurück nach Vancouver. Da wo links die Hochhäuser sind, da komme ich her. 25 Kilometer jetzt. Und so groß ist diese Stadt. Und es geht raus auf dem Highway zum Fährterminal. Der Aufbruch von Vancouver ist mir schwer gefallen. Viele Fragen und Sorgen haben einen Stau in meinem Kopf verursacht. 3500 Kilometer vor mir. Wie klappt die Einreise von Kanada in die USA? Finde ich jeden Tag eine Übernachtungsmöglichkeit, bevorzugt auf einem Campingplatz? Kann ich immer mein E-Bike laden? Funktioniert mein Mobilfunktarif? Fragen und Sorgen, die einem einfach so durch den Kopf gehen. Doch wenn das Rad rollt, verschwinden die meisten Fragen. Und für jede Frage gibt es immer eine Antwort, die meist der Weg mit sich bringt. Und wie ihr im Hintergrund schon seht, sieht das alles sehr nordisch aus. So ähnlich wie in Norwegen. Ja, von Victoria aus geht es dann weiter, ein Stückchen auf der Insel nach Victoria, der Stadt. Von dort mit der Fähre hinüber nach Port Angeles und dann sind wir in den USA. Ja, Kanada lässt hier grüßen, wunderschön. Der erste Campingplatz war überfüllt. Ich bin einfach über den Campingplatz gefahren, habe einige Leute gefragt und Chris sagte, du kannst hier ruhig stehen, ich freue mich über Gesellschaft. Hallo, hier ist Justus. Ich stehe in Victoria, bin am Ferry Quay und habe momentan die Passkontrolle in die USA geschafft. Es war schon witzig, was die alles wissen wollten, ob ich Drogen deale, ob ich Waffen bei mir habe, ob ich mehr als 10.000 $ habe und so weiter und so fort. Abschied von Kanada. Hier die Stadt Victoria, die ich leider nicht anschauen konnte. Dort drüben liegt die USA. Ich habe ja einen Tarif über Hollyfly gebucht, einmal für Kanada. Den habe ich jetzt gebraucht. Der hat einwandfrei funktioniert als eSIM auf meinem Telefon. Jetzt wollte ich gerade Amerika bzw. USA aktivieren und da kommt dieser Mobilfunktarif, kann nicht konfiguriert werden.
Die Einreise war problemlos. Freundlich, unkompliziert, aber gewissenhaft war die Abfertigung. Hier in Port Angeles habe ich ein Motel genommen, weil ich so spät dran war. Ich konnte nicht mehr 34 Kilometer bis zum Campsite fahren. Es ist ein Motel, das hat den Vorteil, dass man das Fahrrad hier direkt reinnehmen kann und alles ebenerdig ist. Wir schauen jetzt gerade mal raus. Gesichert ist das hier so mit einer Kette. Und wenn man das hier anschaut, dann scheint das nicht so ganz vertrauenswürdig zu sein. Naja, schauen wir mal raus, wie es draußen aussieht. Ja. Oh, die Sonne scheint. Ach ja, nach einem längeren Gespräch mit dem Support von Holafly wurde endlich meine Mobilfunk-Flatrate für die USA freigeschaltet. Supi! Boah, ist das schön hier. Olympic Discover Trail. Raus aus Port Angeles und ab in die Pampa. Der Weg, die Reise, das Unterwegssein bietet immer Lösungen. Man muss lernen, flexibel zu sein. Man muss lernen, offen auf Menschen zuzugehen. Dann kann man die Reise ohne viel Fragen und Sorgen beginnen. So, jetzt komme ich das erste Mal auf den 101. Der wird mich begleiten bis San Diego. Immer mal wieder hinten rum, aber auch viel auf dieser viel befahrenen Straße. Wuhu! Yay! Nach einem langen Aufstieg eine schöne Abfahrt zum Lake Crescent. Also wenn hier der Bär jetzt demnächst rauskommt, da wird mich nichts wundern. Da unten ist der See, zu dem fahren wir jetzt runter. Folge dem Weg 1,6 Kilometer.
das ein mystischer Wald hier. Da fahre ich jetzt schon eine Ewigkeit durch. Links der See, rechts geht's hoch in undurchdringliches Dickicht. Ich meinte vorher einen Baum, ein paar Kratzspuren von Bären gesehen zu haben. Ich bin jetzt kurz vor dem Campground am Lake Crescent. So, jetzt geht es irgendwie runter zu dem Campingplatz. Ich hoffe, dass ich da morgen nicht mehr hoch muss. Mit dem ganzen schweren Rad und den Taschen. Runter geht es ja noch und ich hoffe auch, dass keine Stiegen kommen. Ich traue Komoot hier alles zu. Ja, das ist jetzt unser Campground. Ich habe Niklas kennengelernt unterwegs, einen Franzosen, der in Vancouver lebt und der auch hierher fährt mit dem Fahrrad. Ich bin zuerst da, E-Bike, versteht sich. Und ja, wir werden heute hier die Nacht verbringen, direkt am Lake Crescent. Man sieht ihn hier hinten. Und es ist sehr spannend. Es hat wieder keinen Strom, es hat nur Wasser und es hat Bärboxes. Ja, hier tut man im Prinzip alle Taschen rein. Wenn nachts Bären kommen, kommen die nicht ran und haben keine Freude dran. Am Lake Crescent bin ich endlich angekommen. Angekommen auf der Tour, auf dem Weg. Wie lange habe ich davon geträumt und nun ist es wie im Traum. Es bewahrheitet sich wieder einmal. Wer aufbricht, kommt auch an. Es liegt ein wunderbarer Weg vor mir. Es hat sich jetzt schon gelohnt. Where I'm from? I'm from Vancouver. Remember this? The city you bought your bike? Yes. But I'm French. We neighbors, right? Neighbors in Europe. So good luck on your trip. Yes, See you on the other side. thanks a lot, Nico. Hey, ich muss doch wieder hoch diesen Trail. Diesen Single Trail. Ein Glück, dass es eine Schiebhilfe gibt. Gerade eben habe ich 2 Rehe gesehen, die an der Straße geäst haben und sich nicht stören ließen. Steile Single Trails sind nicht für dieses Fahrrad. So, wieder im Wald hier. So sieht es aus. Unglaublich hohe Tannen und andere Urwaldbäume hier. Das war ein schöner Wald hier. So, das ist der berühmte 101. Den werden wir jetzt zu Fuß queren. Oh, gerade kein Lastwagen, nichts da. Und was habe ich für ein Glück? Der Discovery Trail geht auf der anderen Seite weiter. Aber am 101 ist meistens rechts und links auch ein Fahrradweg, den man auch fahren kann. Aber es ist natürlich laut. Was für ein schöner Weg hier. Mitten durch den Wald, leicht geht's runter. Nur ich und dieser scheinbar endlose Wald.
Yeah, Ruby Beach am Pazifik. Es rückt näher. Der erste Abschnitt der Tour ist geschafft. Über Vancouver Island in die USA, durch den Olympic Nationalpark an die Westküste. Der erste Blick auf den Pazifik ist überwältigend. Er wird mich jetzt bis nach Mexiko begleiten, immer der Westküste entlang. Was wird mich wohl erwarten? Was hat es mit den Pazifiknebeln auf sich? Welche Begegnungen mit Mensch und Tier werde ich haben? Es bleibt spannend. Kalleloch Camping Ground. Ich habe es endlich geschafft. And here you are. Hi, I'm Jennifer. I'm Charlie. Nash. And we had so much fun visiting and learning a different culture and really appreciate the time we spent together. Okay. So much fun listening about his travels, where he visited, and then listening about where he lived and where he was from. Yeah, and all the food. Oh, yes. And we drink black tea together, yes. It was okay. And this young guy learns German. Say me somewhat in German. Mein Name ist Nash und ich war leider in Deutsch für ein Jahr. Schön. Okay. Perfect. Thanks you a lot for this time. Und wieder einmal werde ich von einer freundlichen amerikanischen Familie auf ihren Platz zum Übernachten und noch dazu zum Barbecue eingeladen. Es gibt leckere Burger. Wunderbar. Vielen Dank. Tell me what happened.